Ich habe einen kleinen Bruder, der Antoine heißt. Er ist 12-jährig. Manchmal kann er zänkisch sein, manchmal auch sehr lieb. Das hängt von der Situation und seiner Laune ab. Er ist ein Vogelliebhaber und leidenschaftlicher Fotograf. Gaël ist mein großer Bruder, er ist 15. Er begeistert sich für die Natur, für alles, was uns umgibt. Er hat mir viel beigebracht. Es stört mich nicht, dass ich kleiner bin als er. Antoine ist sehr geduldig, ein guter Beobachter. Er liebt es, auf der Lauer zu liegen. Es braucht viel, um ihn zu entmutigen. Er ist sehr beharrlich. Gaël und ich lieben es, den Wald zu durchstreifen. Wir sitzen sehr selten vor einem Bildschirm. Manchmal vertragen wir uns gut und manchmal weniger, dann geht jeder seinen Weg. Aber die Leidenschaft für die Natur teilen wir. Daher verstehen wir uns recht gut und es ist immer cool. Schau, das letzte Mal saß er dort auf dem großen Ast, ohne Blätter. Vor dem Baum mit dem Efeu? Ja, genau, der gekrümmte Ast. Sie sind nicht da. Tatsächlich. Vielleicht sind sie auf der Rückseite und man sieht sie nicht. Gut möglich. Siehst du etwas? Nein, nichts. Und du? Gar nichts. Sie verstecken sich gut. Schau da vorn, vielleicht sind sie dort. Großartig. Er ist schon fast erwachsen. Er hat ein schönes Gefieder. Wirklich prächtig. Großartig so zwischen den Blättern. Er ist noch ganz jung, kann erst seit kurzem fliegen. Er ist dieses Jahr geboren. Er hat noch Flaum auf dem Kopf. Es ist mega interessant, so ein Tier zu zeichnen. Es ist schon ziemlich schwierig, vollkommen unbemerkt zu bleiben. Oft tolerieren uns die Tiere auch. Die Schönheit der wilden Natur liegt darin, dass sie nur schwer zugänglich ist mit ihren großartigen Stimmungen und Lichtspielen. Man trifft niemals dieselbe Szene zweimal an. Alles ist einmalig. Eine Eule zu zeichnen ist einfach, aber diese Eule zu zeichnen, in diesem Licht, in dieser Haltung, diesen Geist einzufangen, das ist sehr schwierig. Ich finde sie sehr schön. Sie ist die ganze Zeit hier im Dorf. Sie interessiert mich, weil sie fast wie ein wildes Tier wirkt.
Mich beeindruckt, dass man ihre Muskeln arbeiten sieht, wenn sie sich bewegt. Man sieht, dass sie einen Charakter hat. Sie scheint nicht so degeneriert zu sein wie gewisse Milchkühe, die wenig darstellen. Ich komme oft, um sie zu zeichnen, seit ich mit der Bildhauerei begonnen habe. Wenn ich Skizzen anfertige, sind das eher Gedankenstützen als eigenständige Werke. Es sind Strukturstudien, um mir ein Gesamtbild machen zu können. Ich brauche viele Skizzen, um die Gesamtform ungefähr zu treffen. Deshalb komme ich sehr oft hierher. Ich glaube, sie kennt mich gut. Sie beachtet mich nicht allzu sehr. Das passt mir gut. Wenn ich meine Skulpturen mache, vergesse ich alles um mich herum. Für mich ist es ein wenig wie eine Mission. Ich habe nie einen Bildhauerkurs besucht. Am Anfang habe ich es einfach versucht. Nach und nach, mit der Erfahrung, läuft es. Holz ist mein bevorzugtes Material. Es lebt, es widersteht der Zeit. Es widersteht allem. Zu wissen, dass es früher ein Baum war und ich ihm nun wieder Leben einhauchen kann, ist sehr faszinierend. Jedes Holz hat seinen eigenen Geruch. Dieses hier ist Nussbaum. Es riecht sehr stark. Wenn man es bearbeitet, wird man eingehüllt vom Geruch des bearbeiteten Holzes. Deshalb mag ich dieses Material so sehr, weil es lebt. Ich habe schon von klein auf wilde Tiere beobachtet. Warum sie also nicht skulpturieren? Das Schwierigste bei der Darstellung von wilden Tieren ist, sie zu beobachten, um sich die Formen zu merken oder sie zu zeichnen. Ich glaube, ich habe ein ziemlich gutes Bildgedächtnis, in Anbetracht dessen, dass ich sie aus einem Stück Holz herausarbeiten kann. Ich habe noch keine Skulptur total verhauen, aber es gibt Stellen, die mir nicht so gefallen. Bis jetzt habe ich nicht versucht, die Skulpturen in Bewegung zu gestalten. Es waren eher Tiere, die sich nicht bewegten. Hier habe ich eine Gemse, die äsend geht. Es gibt immer Störstellen, Unvorhergesehenes. Manchmal schießt man über das Ziel hinaus. Würde man sofort das Ideal erreichen, das man sich vornimmt, müsste man es gar nicht mehr machen. Man muss das Ideal schlussendlich immer als Ziel anvisieren, sollte es aber nie erreichen.
Ich orte vieles. Ich schaue gerne überall um mich. Es gibt nicht viele Tiere, die mir entgehen. Seit 3 Jahren beobachte ich ein kleines Rehrudel. Sie fangen an, mich zu tolerieren. Ich hänge sehr an ihnen, denn ich folge ihnen schon sehr lange. Wenn ich Jäger sehe, die sie erwischen wollen, würde ich die am liebsten aufhalten. Manchmal betrachte ich sie als meine Freunde, aber sie sehen mich immer als normalen Menschen und nicht als einen von ihnen. Gelegentlich versuche ich mich wie ein Reh zu verhalten. In meinem Kopf sage ich mir, dass ich ein Reh bin und sie meine Freunde sind. Ich habe große Mühe, das darzustellen, was ich nicht sehe. Für Dachse, die ich beobachtete, habe ich 2 Wochen lang in der Abenddämmerung gelauert und mehrere Nächte draußen verbracht, bis ich wirklich sah, was ich wollte. Und es ist geschehen. Die Dachse, die sich herauswagten, hatte ich noch nie von nahe gesehen. 2 Meter vor mir verließen sie den Bau. Das war genial. Los, komm, Pataplouf. Wir gehen zum Hühnerstall. Pataplouf ist eines meiner Lieblingstiere. Er ist eine Ente und das Tier, das ich am meisten liebe. Er ist viel anhänglicher als ein Huhn. Ich gehe mit ihm überall spazieren. Manchmal nehme ich ihn sogar mit zum See. Er hat mehr Glück als die anderen Enten und Tiere. Er ist ein bisschen mein Liebling. Ich hoffe, dass er nie als Braten endet. Würde er zur Entenbrust, wäre ich gar nicht zufrieden. Aber ich weiß, dass er das nicht wird. Das beruhigt mich. Hallo, ihr Hühner. Hallo, Pataplouf. Komm hierher. Ich interessierte mich von ganz klein auf für Tiere. Wir haben einen Hühnerstall seit meiner Geburt und ich habe einen guten Teil meiner Zeit darin verbracht. Der Hühnerstall gehört allen, aber vor allem ich und meine Mutter kümmern sich darum. Es ist wirklich ein prima Ort. Ich kümmere mich gerne um Pataplouf und all die anderen Tiere. Das Füttern, das Betreuen, das Einsammeln der Eier und so fort, das mache ich gerne. Hier bin ich ganz entspannt. Nach der Schule komme ich hierher. Hier kann ich meine Sorgen vergessen. Ich zeichne gerne humoristische Bilder von Tieren, die lächeln, die große Augen haben, überall herumrennen und irgendwas tun. Es gibt witzige Aktionen zwischen ihnen. Alles nicht sehr ernst. Solche Dinge mache ich gerne. So exakte Tierzeichnungen wie mein Bruder mache ich nicht. Meine Leidenschaft ist eher die Fotografie. Aber ich zeichne dennoch oft. Ich versuche es regelmäßig zu tun, um die Übung nicht zu verlieren. J'essaye toujours d'en faire assez régulièrement pour pas perdre la main.
Hierher komme ich recht oft, weil es ein Wald ist. Es leben andere Tiere und andere Vögel hier als anderswo. Es gibt hier Vögel wie das Haselhuhn. Es ist mir noch nicht gelungen, es zu fotografieren, aber gesehen habe ich es schon. An diesem Ort existiert überall Leben. Man begegnet allen möglichen Tieren, Wildschweinen und vielen anderen Tieren. Meine Eltern haben mir die Natur und alles Leben darin näher gebracht, seit ich ganz klein war. So mit 6 habe ich begonnen zu fotografieren. Ich hatte einen ganz kleinen Fotoapparat, aber ich habe sofort begonnen, alles um mich herum abzulichten. Und seither habe ich nicht mehr aufgehört damit. Ich denke nicht, dass alle Tierfotografen auf Bäume klettern, um auf gleicher Höhe zu sein wie die Vögel. Es gibt sicher solche, die das tun. Ich kenne einige. Aber es ist eine sehr hübsche Technik, um auf gleicher Höhe zu sein wie der Vogel. Es ist großartig, wenn man von vielen verschiedenen Vögeln umgeben ist. Sind dann noch seltene Exemplare darunter, ist es fabelhaft. Manchmal habe ich das Gefühl, ein Versteckspiel zu treiben, aber manchmal sind sie auch neugierig. Sie kommen, um Insekten in meiner Nähe zu fressen und betrachten mich wie ein neues komisches Tier. Danach picken sie weiter Insekten von den Zweigen. Die Vögel sind sehr verschieden. Jeder ernährt sich anders und alle haben ganz unterschiedliche Sinne. Ein Greifvogel hat viel schärfere Augen als ein Mensch. Das ist eindrücklich. Und jeder hat seine eigene Art, sich fortzubewegen. Man kann sie von weitem an ihrem Flug oder ihrem Gesang erkennen. Vielleicht schaffe ich es eines Tages, einen Großteil der Vogelstimmen hier zu kennen. Im Moment kenne ich die wichtigsten, immerhin. Aber bei jeder Vogelstimme versuche ich zu erkennen, wer das ist. So kommt es schon. Hier ist mein kleines Paradies. Hierher ziehe ich mich zurück, wenn ich an etwas anderes denken will. Ich komme schon sehr lange hierher. Als ich klein war, kam ich auf Spaziergängen mit meinen Eltern hierher. Hier scheint die Sonne voll, es ist feucht. Es hat alles, was es braucht für ein üppiges Leben. Es gibt wenige Orte wie diesen. Die Mehrheit der alten kleinen Moore in der Gegend wurde trockengelegt. Das bedauere ich.
Es ist magisch. Es herrscht eine schöne Stimmung hier mit den Insektengeräuschen, dem Lärm der Heuschrecken. Jedes Mal, wenn man herkommt, findet man etwas Neues. Und wenn es nur ein Lichtschein auf einer Pflanze oder ein neues Insekt ist. Diese Spinne heißt quergestreifte Kreuzspinne. Sie fasziniert mich. Es ist eine sehr große Spinne, sehr farbenfroh. Sie imitiert die Farben der Hornisse, damit sie nicht gefressen wird. Sie baut immense Netze, die man morgens besser sieht, wenn der Frühtau auf den Fäden liegt. Unterhalb des Netzes spinnt sie eine Art Zickzack. Sie ist die einzige Spinne, die das macht. Das macht sie einzigartig. Ich habe das Gefühl, enorm viel zu sehen, das die Leute nicht sehen, selbst wenn man es ihnen zeigt. Ich versuche mir zeichnend ein Stück dieser Welt anzueignen. Etwas, das ich behalten werde, das nach mir bleiben wird. Ein wenig wie eine Spur zu hinterlassen. Wir reisen selten in die Ferne, aber wenn wir verreisen, dann in die Natur anderswo. Wenn wir in eine Stadt müssen, dann bleiben wir höchstens einen Tag und danach verbringen wir den Rest des Urlaubs auf dem Land oder im Wald. Schaffst du es, damit einen Hecht rauszuziehen? Ich weiß nicht, wenn er den Silk nicht durchbeißt. Ich hab's schon mal geschafft. Aber nur kleine. Ja, kleine. Aber ich wäre erstaunt, wenn hier ein 1-Meter-Hecht rumhängen würde. Aber 45 Zentimeter wären möglich. Den würde ich schaffen. Meine beiden Eltern sind Naturwissenschaftler. Seit wir klein waren, zeigten sie uns alle kleinen Pflanzen und Insekten. So haben wir vieles über die Natur gelernt. Alors, je sais plus où j'en suis là. Für uns war seit ihrer Geburt klar, dass wir unseren Kindern das Interesse für die Natur, Fauna und Flora vermitteln wollten. Sie hätten sich auch für Videospiele interessieren können, aber glücklicherweise ist es gut gelaufen. Dort unten ist ein Biber. Ich bin sehr überrascht, Künstlersöhne zu haben. Fotograf, Maler, Bildhauer. Das habe ich nicht erwartet. Großes Erstaunen. Zu erleben, dass jetzt der eigene Sohn schon für Ausstellungen und Publikationen in Zeitschriften angefragt wird, macht große Freude. Kein Biber, aber immerhin eine Bachstelze. Nicht schlecht.
Es wäre mein Traum, ein Tierfotograf zu sein, wenn ich groß bin. Denn ich habe sonst keine gute Idee, was ich später machen möchte. Da es meine Leidenschaft ist, wäre es ein Traum, einfach damit weitermachen zu können. Ein Künstler ist für mich vor allem jemand, der frei ist, der das tut, was er will oder was er liebt. Ich würde gerne von meiner Passion leben, aber man muss sich einen Platz an der Sonne ergattern. Das ist nicht einfach. Es ist etwas zwischen Ehrgeiz und Traum. Sehr speziell. C'est spécial.